Ich bekomme immer mal wieder E-Mails von kleinen Publishern, in denen mir Keys für Spiele angeboten werden. Über diese Spiele soll ich dann im Gegenzug Videos produzieren. Oft ignoriere ich diese E-Mails, weil die Spiele in der Regel nicht mit meinem Geschmack übereinstimmen und ich schließlich auch nicht für jeden Kram Videos rausballern will. Doch dieses Mal war das ein wenig anders. Ich bekam die Mail, schaute mir das Spiel kurz an und dachte mir, sieht ja ganz nett aus, da könntest du doch ein schönes Testvideo zu machen. Also äußerte ich mein Interesse und erhielt vor 1-2 Wochen einen Key für das Spiel Where the Bees Make Honey. Runtergeladen wurde es dann auch direkt, aber dann vergaß ich es zu spielen. Gestern holte ich das dann nach und fand ein Paradebeispiel dafür vor, wie man sein Spiel nicht machen sollte. Zu Beginn wirkte alles noch ganz vielversprechend. Nach einem, für meinen Geschmack etwas zu langen Intro, hört und sieht man eine Frau in einem Callcenter arbeiten. Etliche Telefonate werden begonnen und wie das meist so ist, legen die Personen am anderen Ende der Leitung auf. Sunny, so heißt die Dame, fragt sich daraufhin, wieso sie eigentlich jahrelang diesen blöden Job macht und sehnt sich nach ihrer Kindheit. Ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, das könnte ja so wie What Remains of Edith Finch werden. Ganz grob stimmt das auch, nur erreicht Where the Bees Make Honey dessen Maß an Qualität nicht einmal ansatzweise. Los geht es schon bei der Steuerung. Auf der Shop-Seite steht teilweise Controller-Unterstützung und im Spiel selbst werden auch Tasten des Xbox-Controllers angezeigt, nur die Empfindlichkeit ist ungeheuerlich. Ich wechselte kurz zu Maus und Tastatur, um dann festzustellen, dass ein flackernder Mauszeiger ständig mit von der Partie war. Also zurück zum Controller, vielleicht wird's ja besser. Spoiler, nee, wird's nicht. Sunny träumt sich nach einem Besuch beim Generator des Bürokomplex in ihre Kindheit zurück. In dieser fallen unsaubere Skriptsequenzen und die auf einmal extrem träge Steuerung auf. Alles fühlt sich irgendwie hakelig an und es ist nicht ersichtlich, warum sich meine Figur auf einmal in Slow Motion die Treppen herunter bewegt, obwohl ich den Stick komplett am Anschlag habe. Nach kurzer Zeit wird eine Spielmechanik eingeführt, die man aus FEZ oder FES kennt. Man kann die Welt drehen und erschafft somit eine etwas andere Umgebung, um an Hindernissen vorbeizukommen. Und da man danach tatsächlich ein simples, aber durchaus unterhaltsames Mini-Puzzle in einer sehr stimmungsvollen Umgebung erledigen muss, sammle alle 3 Honigwaben ein, dachte ich mir, okay, das wird wohl nun das Kerngameplay des Spiels sein. Immer neue, schwerer werdende Levels meistern. Klingt ganz interessant. Nach einem sehr sonderbar unpassenden Level-Complete-Ding wurde ich aber eines Besseren belehrt, denn das Gameplay wechselte wieder. Ich wanderte mit Kacksteuerung durch eine Wintergegend und wusste nicht, was zu tun ist. Nur die unsichtbaren Wände auf dem Hauptweg zwangen mich, die Routen abseits zu nehmen. Das kann man leveldesigntechnisch deutlich besser lösen. Danach musste ich wieder ein Weltdrehrätsel lösen und spielte dann einen Hasen, der sich ungemein schlecht steuern lässt und stellte währenddessen wieder fest, dass hier das Leveldesign nicht sonderlich gut ist. Ich wurde nur ganz lose geführt und hatte an einigen Stellen absolut keinen Plan, wo ich hin musste. Das liegt mitunter auch ein wenig an der Grafik, die nicht atemberaubend daherkommt und einige etwas höher aufgelöste Texturen durchaus hätte vertragen können. An sich ist sie aber dennoch stimmungsvoll. Meistens. Ach ja, und die Sprecherin in dieser Szene erledigt einen sehr guten Job, das muss man schon sagen. No, no, no! Nachdem ich durch dieses Level gehoppelt war, musste ich wieder ein zu simples Puzzle lösen und kam dann in den schlimmsten Abschnitt des Spiels. Ich nenne ihn mal liebevoll Doom of Blue Mini Monster Truck Madness. Der Mini-Monster Truck hat dieselben Eigenschaften wie die Spielfigur und der Hase in den Levels zuvor. Eine der schlimmsten Steuerungen, die ich je erlebt habe. Man beschleunigt und lenkt mit dem linken Stick. Alle anderen Tasten sind nicht belegt. Der Wendekreis eines Braunkohlebaggers wäre ja fast noch zu verschmerzen gewesen, aber bei ihm kommt seine merkwürdige Physik noch hinzu. Er hüpft und überschlägt sich munter und wenn er mal deswegen auf der Seite liegen bleibt, fällt er vom Himmel herab, damit man weiterfahren kann. Ganz großes Kino. Danach Puzzle lösen. Und schließlich kommt der, abseits der Puzzles, grafisch beste Level, Halloween auf der Straße.
Zunächst Waben sammeln, dann später mit Lebensanzeige an Kürbissen und Zombies vorbei manövrieren. Bei der Steuerung ist es dann umso ärgerlicher, dass man beim sehr wahrscheinlichen Ableben ganz zurück an den Anfang des Levels geworfen wird. Ein allerletztes Puzzle muss gelöst werden und schon ist das Spiel zu Ende. 1 Stunde habe ich gebraucht. Für ein Spiel, das zurzeit 8,19 € kostet. Doch was bleibt am Ende hängen? Die frustrierend schlechte Steuerung, das schlechte Leveldesign, die sonderbar zusammengewürfelten Levels an sich, aber auch leichte Verzweiflung, weil ich vermuten kann, was das hier für ein Spiel hätte werden sollen. Die Puzzleabschnitte sind sehr schön und spielen sich gut, abgesehen von der Steuerung. Aber letztendlich sind sie zu wenig vertreten, zu simpel und werden durch die anderen Levels unterbrochen. Die Prämisse und die Sprecher sind gut, aber die unausgegorene Präsentation und Belanglosigkeit meiner Aufgabe im Spiel machen das zunichte. Vielleicht hätte man sich hier voll und ganz auf die Puzzle-Mechanik konzentrieren und das Spiel nur mit diesen Abschnitten füllen sollen. Das wäre am Ende das deutlich rundere Spielerlebnis geworden. Oder aber man hätte noch 1-2 Jahre mehr investieren müssen, um das Spiel insgesamt auf ein deutlich höheres Niveau zu heben. Das alles wurde nicht getan. Und wenn ich dann noch sehe, dass das Spiel von über 300 Leuten finanziell unterstützt worden ist, finde ich es nahezu unverschämt, diesen Menschen gegenüber das Spiel in einem derartigen Zustand zu veröffentlichen. Und das sage ich als einer, der das Spiel kostenlos erhalten hat. Schade eigentlich. Where the Bees Make Honey hätte eine dieser kleinen Perlen werden können, an die man sich lange erinnern wird. Doch stattdessen werde ich versuchen, es möglichst schnell wieder zu vergessen. Doom of Blue Mini Monster Truck Madness.